Servus liebe Bike-Freunde, heute würde ich gerne mit euch ein bisschen über das Thema Komoot sprechen und vor allen Dingen über die im Moment in der Bike-Szene kontrovers diskutierte Übernahme von Komoot durch die Firma Bending Spoons. Was steckt eigentlich hinter dieser Übernahme? Was steckt hinter den Firmen? Wie wird es wohl mit Komoot weitergehen? Und wie geht ihr als User am besten mit diesen Änderungen um? Ja, Komoot, sicherlich jedem in Deutschland und weltweit. Sie haben mehrere Dutzend Millionen User weltweit. Dürfte jedem ein Begriff sein, der sich irgendwie mit Fahrradfahren, Fahrradtouren, Mountainbike, Gravel auseinandersetzt. Seine Online-Plattform, die es erlaubt, Touren zu erstellen, zu planen, auf einer Karte zu teilen, zu kategorisieren, in Kollektionen zusammenzufassen, mit Bildern zu versehen, einfach anderen Leuten die Möglichkeit zu geben, die eigenen Touren auch nachzufahren. Man kann Leuten folgen, da bekommt man immer wieder gute Ideen zu Touren und es gibt auch noch eine Navigations-App dazu oder man kann sich seine geplanten Touren auf seinen Fahrradcomputer spielen. Das heißt, Komoot, da geht's alles rund um Touren, Tourenplanen und vor allen Dingen Touren finden, ganz wichtig. Wir haben halt einen riesigen Datensatz an Touren, an vorgefertigten Fahrradtouren. Da geht man normalerweise hin, wenn man bei uns irgendwo einfach eine Fahrradtour suchen möchte. Ja, und Komoot ist jetzt übernommen worden. Das heißt, die Firma wurde verkauft von deren Besitzern an eine andere Firma. Das heißt, das ist die Firma Bending Spoons. Bending Spoons ist jetzt erstmal, würde ich sagen, keine Technologiefirma, sondern es ist eine Firma, die kauft Online-Plattformen oder Apps auf, ja, die von dem bisherigen Besitzer aus welchen Gründen auch immer verkauft werden wollen. Diese Gründe können wirklich vielfältig sein. Vielleicht hat der Besitzer tatsächlich keine Zeit mehr, sich um diese App zu kümmern oder um diese Plattform zu kümmern. Aber vielleicht sieht er auch die finanzielle Zukunft nicht so, wie er es sich erhofft hat. Das heißt nicht, dass das der Firma schlecht gehen muss, aber vielleicht sagt er sich einfach, für mich macht es jetzt mehr Sinn, ein bisschen Geld zu bekommen, anstatt dass ich das jetzt noch über 10, 20 Jahre weiterfahre und Geld rein investiere, Zeit rein investiere. Das heißt, es kann durchaus Sinn machen, seine Firma, seine App, seine Online-Plattform an irgendjemanden zu verkaufen. Persönlich würde ich davon ausgehen, dass da vielleicht so 3 bis 5 Jahresnettogewinne gezahlt werden. Aber das sind nur Schätzungen von außen. Ich muss dazu sagen, ich verdiene mein Geld selber mit der App-Entwicklung und bin selbst auch schon von solchen Firmen kontaktiert worden. Diese Zahlen habe ich da so ein bisschen rausgezogen. Ja, aber wie gesagt, diese Firma, die Komoot jetzt übernommen hat, ist darauf spezialisiert, Apps zu übernehmen und dann weiterzuführen. Denn das machen sie erstmal. Das kann man nicht anders sagen. Es gibt ein anderes großes Beispiel. Das ist die App Evernote. Die war ja jahrelang die wichtigste Note-Taking-App auf dem iPhone und insgesamt auf der Apple-Plattform. Das heißt, man konnte da Notizen machen, online speichern, kategorisieren, alles Mögliche. War wirklich sehr viel benutzt. Und die wurde dann irgendwann vor ein paar Jahren auch von Bending Spoons, von dem gleichen Unternehmen, das jetzt Komoot kauft, übernommen. Und seitdem muss man schon sagen, dümpelt die so ein bisschen vor sich her. Die funktioniert weiterhin. Man kann da Premium-Funktionen kaufen. Und das ist ja auch total okay. Aber es gab da keine großen technischen Neuerungen. Kann man sich jetzt fragen, ob das bei Note-Taking-Apps notwendig ist, aber es ist halt tatsächlich so, dass sich Apps auch optisch und technisch immer ein bisschen weiterentwickeln, neue Funktionen übernommen worden und das ist halt bei Evernote leider nicht der Fall gewesen. Das heißt, für mich zeichnet sich schon so ein Bild ab, dass Bending Spoons für Online-Plattformen Apps aufkauft, um sie dann so weiterzuführen, wie sie bestehen und da nicht noch großes technisches Know-how reinzustecken. Das könnte man bei Komoot, glaube ich, sehr gut machen. Da gibt es bestimmt noch wahnsinnig viel, was man besser macht oder was man nicht besser machen kann, wo man noch mehr rund um diese ganze Tourenplanungssoftware herumbasteln kann. Vor allen Dingen jetzt mit aufkommenden AI-Modellen, die da möglicherweise reinspielen können. Ob sowas jetzt für Komoot von dieser Firma kommt, weiß ich nicht genau. Also, am 20. März 2025 hat Bending Spoons jetzt die Übernahme von Komoot bekannt gegeben. In der offiziellen Pressemitteilung hat sich der CEO oder der bisherige CEO von Komoot, Markus Hallermann heißt er, geäußert, dass sie für 17 Jahre darauf hingearbeitet haben, die Outdoor-Abenteuer für alle zugänglich zu machen. Sie glauben, dass Bending Spoons eine einzigartige Expertise in der Skalierung von Plattformen ist und der perfekte Partner, um Komoot in die Zukunft zu führen. Ich will jetzt nicht das Wort Bullshit-Bingo in den Mund nehmen, aber
So hört sich das für mich als Techniker, als Programmierer an, ehrlich gesagt. Und auch Luca Ferrari, wunderschöner Name, kann man nicht anders sagen, CEO und Gründer von Bending Spoons, ergänzt, dass sie tief beeindruckt von der Leistung von Komoot sind und begeistert ein zukünftiges Wachstumspotenzial da sehen. Und durch die Nutzung von Bending Spoons Expertise und Plattformtechnologien sind sie zuversichtlich, dass sie Komoot viele Jahre lang stärken können. Mir fehlt jetzt eigentlich nur noch der Begriff Synergie und dann hätte ich, glaube ich, meine Bullshit-Bingo-Karte voll. Ja, die Ankündigung der Übernahme löst natürlich in der Komoot-Community gemischte Reaktionen aus, um es mal so zu sagen. Einige Nutzer äußern Bedenken hinsichtlich möglicher Änderungen am Geschäftsmodell vor allen Dingen und der zukünftigen Ausrichtung der Plattform. Ja, in Online-Plattformen diskutieren Mitglieder intensiv wirklich darüber, ob potenzielle Auswirkungen der Akquisition, ob die nicht negativ sich auswirken auf Komoot, auf die Funktionalität und vor allem die Zugänglichkeit von Komoot. Und kurz vor der Übernahme, wirklich Tage davor, führte Komoot eine Änderung ein, die bestimmte Funktionen hinter eine Paywall, die Komoot vorher schon hatte, verlagerte. Das betrifft insbesondere die Synchronisation von Routen mit Drittanbietern-Geräten, also wie man seine Routen automatisch von Komoot, die man dabei Komoot geplant hat oder gefunden hat, zu Garmin oder Wahoo auf seine Fahrradcomputer exportieren kann, die jetzt ein Premium-Abonnement erfordern, was vorher nicht notwendig war. Also man kann aus Komoot noch die GPX-Dateien, also diese Tourendateien exportieren und dann in sein Garmin rein exportieren, gratis. Aber wenn man das automatisiert irgendwie online alles machen will, dann braucht man jetzt auch dieses Premium-Abo von Komoot. Und diese Entscheidung wurde von vielen Nutzern natürlich kritisch gesehen. Ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht ein Zusammenhang mit einer bevorstehenden Übernahme bestand. Ja, während Komoot sich ursprünglich durch ein relativ transparentes und nutzerfreundliches Bezahlmodell ausgezeichnet hat, haben sich nun zentrale Funktionen, die also zuvor kostenlos waren, hinter diese Bezahlschranken versteckt. Viele Nutzer äußern Unverständnis und Frustration über diese Entwicklung, da sie ihre gewohnte Nutzung der App jetzt nur noch stark eingeschränkt oder gegen eine Gebühr fortsetzen können. Insbesondere für ambitionierte Radfahrer und Outdoor-Sportler, also auch Wanderer oder Läufer, die auf ihre nahtlose Integration von Navigationsgeräten angewiesen sind, stellt diese Veränderung tatsächlich eine erhebliche Einschränkung dar. Die Kritik richtet sich nicht nur gegen die zusätzliche Kostenpflicht, sondern auch gegen die Art und Weise, wie diese Änderung kommuniziert wurde. Viele Nutzer erfuhren tatsächlich erst durch eigene Recherchen oder beim Versuch, ihre Route wie gewohnt zu synchronisieren, dass eine kostenpflichtige Mitgliedschaft erforderlich ist. Diese Entwicklung wirft meiner Meinung nach nun die Frage auf, ob weitere Funktionen in Zukunft ebenfalls monetarisiert werden könnten. Langjährige Nutzer befürchten, dass das ursprüngliche Konzept von Komoot, das auf einer Kombination aus kostenpflichtigen Regionen und freiwilligen Premium-Optionen beruhte, nun einem deutlich aggressiveren Abo-Modell weichen könnte. Und man darf halt nicht bedenken, dass der Datenbestand von Komoot von diesen Usern selbst angelegt wurde. Das heißt, da hat keiner von Komoot irgendwie Touren angelegt. Das ist alles gratis von Usern, ohne dass die dafür Geld sehen, da hineingeladen worden und organisiert, kategorisiert, mit Bildern versehen. Also ich kann da durchaus verstehen, dass sich da einige drüber ärgern. Die Übernahme von Komoot durch Bending Spoons erinnert da tatsächlich, wie gesagt, an frühere Akquisitionen des Unternehmens. Wie gesagt, wurde beispielsweise Evernote im Januar 2023 übernommen und im Juli desselben Jahres wurden alle Mitarbeiter entlassen und der Betrieb nach Mailand verlagert. Da sitzt Bending Spoons. Also ähnliche Muster wurden bei anderen Übernahmen beobachtet, was die Sorge der Komoot-Community nur noch weiter verstärkt. Die Zukunft von Komoot unter der Leitung von Bending Spoons bleibt meiner Meinung nach ungewiss. Während einige hoffen, dass die Plattform von der Expertise der neuen Eigentümer profitiert, befürchten andere negative Auswirkungen auf die Community und die angebotenen Dienste. Ein zentrales Thema ist, ob Bending Spoons langfristig das Geschäftsmodell von Komoot weiter in Richtung eines abonnementbasierten Dienstes ausbauen wird. Bereits die jüngsten Änderungen deuten darauf hin, dass ein klassisches Freemium-Modell mit immer mehr Einschränkungen für Gratisnutzer etabliert werden könnte. Für viele langjährigen Nutzer stellt sich die Frage, ob sie sich die neuen Bedingungen einlassen oder alternative Plattformen suchen sollten. Ein weiteres mögliches Szenario ist, dass Bending Spoons Komoot nicht als eigenständige Plattform weiterführt, sondern sein bestehendes Portfolio von Apps integriert oder Funktionen mit anderen Diensten verknüpft. Das könnte langfristig bedeuten, dass die ursprüngliche Vision von Komoot als reine Outdoor-Navigationsplattform verwässert wird. Auch der mögliche Personalabbau spielt eine große Rolle für die künftige Entwicklung der Plattform. Sollte ein signifikanter Teil des Teams entlassen oder ersetzt werden, besteht die Gefahr, dass ganz spezifisches Know-how und die Nutzerzentrierung, die Komoot bislang ausgezeichnet haben, verloren gehen.
Frühere Übernahmen von Bending Spoons haben gezeigt, dass drastische Maßnahmen oft nicht lange auf sich warten lassen. Schließlich bleibt die Frage offen, ob sich durch eine mögliche Neuausrichtung von Komoot auch die Qualität der Kartendaten, der Routenempfehlungen und der Community-Interaktion verändern wird. Sicherlich werden eine ganze Menge User abspringen. Ich könnte mir vorstellen, dass vor allen Dingen Heavy-User, die ja viele Routen angelegt haben und sich ja mit Herzblut um ihre Routen gekümmert haben und auf die die anderen User zugreifen, dass gerade die vielleicht abspringen. Und dann sinkt einfach die Qualität des Contents selber, der Touren selber auf Komoot. Falls sich die Plattform zu stark an kurzfristiger Monetarisierung orientiert, könnten Nutzer das Vertrauen in Komoot verlieren und zu Alternativen abwandern. Letztlich bleibt abzuwarten, welche konkreten Maßnahmen Bending Spoons in den kommenden Monaten ergreifen wird und ob sich die Sorge der Community jetzt wirklich bewahrheitet. Also ich hoffe, dass dieses Video euch einen Überblick über die aktuelle Situation gegeben hat. Schreibt mir ruhig eure Gedanken, eure Meinung unten in die Kommentare rein und dann geht es bald weiter und ich werde in naher Zukunft tatsächlich auch Videos machen zu, ja, ich sag mal, alternativen Produkten, die ihr vielleicht anstelle von Komoot benutzen könnt und wie ihr die zur Tourenplanung eurer Fahrradtouren einsetzen könnt.